Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin Rambo Palit und sowas wie der Häuptling der Corona-Gang. Was? Es kann doch nicht schon wieder so weit sein, oder? Unglaublich, wie die Zeit vergeht, denke ich, während mir gerade die Windeln angelegt werden. Los, Oma Sai, hau ran, ich muss schnell an die Arbeit, nun mach schon. Also, dann wollen wir mal die Sklaven unterstützen. Die armen Kerle haben es wirklich schwer im wahren Sinne des Wortes. Aber zusammen schaffen wir das. Das ist ja schon mal ein guter Tagesanfang. Am nächsten Morgen ist schon wieder Stress angesagt. Die Reis- und Eiercrew ist am Abfüllen der Portionen. Die sind fleißig, aber ich muss doch kontrollieren, dass die keinen Mist bauen. Und helfen tue ich natürlich auch. Jetzt fehlt mir Tangma. Ohne die ist mein Job doppelt so schwer. Aber jammern tue ich nicht. Als Anführer sollte man immer an vorderster Front stehen, Verantwortung übernehmen und ein gutes Beispiel geben. So wie unsere Spitzenpolitiker und deren Helfer in der Wirtschaft das immer tun. Das liest man ja täglich in den Medien. Oder habe ich da was falsch verstanden? Naja, ich bin noch jung und muss wohl noch viel lernen, glaube ich. Genug philosophiert. Ran an die Arbeit, Reis abfüllen, Eier eintüten und alles schön stapeln, denn morgen ist Großkampftag. Da darf sich die Corona-Gang nicht blamieren. Oma Propp kümmert sich unterdessen um einen Obdachlosen, der versucht, ein paar selbst gesammelte Kräuter zu verkaufen.
Am nächsten Morgen sitzen und stehen die Hungrigen schon wieder in Hundertschaften vor der Tür. Sie haben sich inzwischen daran gewöhnt, größeren Abstand zu halten. Aber die wären froh, wenn sie nicht jedes Wochenende bei uns anstehen müssten. Bis die wieder für sich selber sorgen können, müssen sie es eben doch tun. Wegen der letzten Schummeleien hatten wir geplant, wieder mit Passregistrierung bei der Nummernverteilung zu arbeiten und die Essensausgabe an die Hauptstraße vor dem Lokal verlegt. So konnten wir den Bürokraten ihren Arbeitsplatz am Hofeingang richten. Es war ja auch alles bereit. Nur Petrus war anderer Meinung. Ehe es losging, zog Regen auf, so dass an einen intensiven Papierkrieg im Freien nicht zu denken war. Also Nummern ohne Registrierung verteilen und der Arbeitsplatz der Bürokraten steht einsam und verlassen im Regen. Aber für die gibt's auch genug andere Arbeit. Damit beim Verteilen halbwegs Abstände eingehalten werden, teilen die Ordner die Wartenden in 4 Reihen ein. Dann bekommt immer eine kleine Gruppe Nummern, und die gehen dann los, um auf der Hauptstraße ihre Ration ohne warten zu müssen in Empfang zu nehmen. Sobald von der Straße das OK-Zeichen kommt, schicken die Ordner bei der Nummernvergabe den nächsten Pulk los. Als die Anfangsgruppe dann versorgt ist, kommt die zweite dran. Da geht es dann schon wieder zivilisierter zu. Schön Abstand halten in der Reihe, Hände desinfizieren, Nummern abgeben, Verpflegung empfangen und bitte weitergehen. So schiebt sich die Schlange ohne große Unterbrechungen aus der Seitenstraße um die Ecke und am Lokal vorbei. Petrus ist heute zwar ein wenig mürrisch, aber zum Glück nicht richtig sauer. Es tröpfelt und regnet auch mal ein wenig mehr. Aber richtig gießen tut es zum Glück nicht.
Dann kommt das Ende der Schlange in Sicht. Ausgabetische und Arbeitsgeräte werden weggeräumt, ein paar Nachzügler bedient und der Wagen für die Nichtmobilen beladen. Und jeder darf sich vor dem dräuenden Regen in Sicherheit bringen. Am nächsten Morgen beim Spaziergang in den Villenvierteln scheint wieder die Sonne. Da sieht alles viel freundlicher aus und der Wohlstand der dort Lebenden kommt voll zur Geltung. Egal, jedenfalls werden die Besucher überall willkommen geheißen. Die vergangene Woche wird diskutiert und das, was noch kommen mag. Und alle hoffen auf ein baldiges Ende von Korönchen, damit das Leben wieder halbwegs normal wird. Den schwerstbehinderten Jungen besuchen wir zwar, betreten aber sein Zimmer nicht mehr, weil das Kind bei jedem fremden Gesicht fürchterlich Angst bekommt und schreit. Hier ein ziemlich extremer Fall. Die Großeltern sind beide blind und liegen in ihren Betten. Die Tochter geht putzen, um ein paar Pfennige zu verdienen und muss ihre Eltern deswegen allein lassen. Ihr kleiner Sohn sitzt den ganzen Tag bei den Großeltern und passt auf diese auf und sieht fern. Wenn etwas passiert, rennt er zu den Nachbarn und alarmiert die. Sauerstoff steht für Notfälle parat. Die Flaschen sind aus Geldmangel aber nicht gefüllt. Mal wieder ein Fall für Prop. Die beauftragt den Dino, die leeren Flaschen gegen volle aus der Tauchbasis auszutauschen. Und hier ein Mann, der von einem Auto überfahren wurde. Der Fahrer flüchtete unerkannt und seitdem liegt der Mann bewegungsunfähig im Bett und kann auch nicht sprechen. Wie fast immer endet unsere Fahrt in trauriger Stimmung und mit dem Wunsch, diesen Menschen ein wenig mehr helfen zu können und der Hoffnung, dass die Lage bald besser wird. In Europa geht es Richtung Sommeranfang. Wir hoffen, dass ihr einen schönen Sommer bekommt und dass Korönchen sich so einen schlimmen Sonnenbrand einfängt, dass das kleine Miststück völlig verbrutzelt. Macht's gut, eure Corona-Gang.